24 Angler auf 12 Booten jagen 3 Zielfische. Jawohl! Mit fast 2000 PS auf riesigen Wasserflächen. Yes! Für einen Titel. Der YPC Boat 2022 wird präsentiert von Finnwal, Humminbird und LMAB. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur vorletzten Folge des YPC Boat 2022 und damit zur ersten Hälfte des zweiten Finaltages. Team Nace konnte an Tag 1 nicht nur eine Full Card erreichen, sie fingen mit einem 125 cm langen Hecht und einem 88er Zander auch die beiden punktbesten Fische des Turniers und konnten so auf Platz 1 übernachten. Auch das B1 Bootcenter konnte die Karte bereits voll machen und liegt damit auf Platz 2. Auf 3 und 4 folgen Irix und Abu Garcia, beiden fehlt noch ein Barsch zur Fullcard. Finnwal mit 6 und Bullseye mit 4 Fischen haben heute die schwerste Mission, um noch einen Platz auf dem Siegertreppchen zu ergattern. Mit Wolken und angekündigten Windstärken von 2 bis 3 sind die Wetterbedingungen zum Raubfischangeln heute sicherlich nicht die schlechtesten. Vor dem Start hören wir uns nochmal um, wie es um die Pläne und die Gemütslagen der Angler steht. Freddy, was ist dein Plan, hier heute noch mal ein bisschen Würze reinzubringen? Druck machen. Druck. Druck auf das denn. Wir werden auf jeden Fall nochmal alles geben heute, versuchen einen großen Hecht zu fangen natürlich. Ne? Ich angel parallel ein bisschen größere Köder, Simon wird ein bisschen kleinere Köder angeln, weil wir brauchen auch noch einen richtig schönen großen Barsch. Geben alles. Wir haben 3 Spots, die hämmern wir durch, boom, 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 da muss es passieren und Vollgas. Schwimmen noch ein paar mehr größere von diesen Hechten rum. Das ist natürlich den einzigen hier aus dem Teich gefangen. Von daher drücken wir die Daumen, dass ihr oder auch Ilex oder auch B1 vielleicht dem Tabellenführer den noch mal ein bisschen ins Schwitzen bringen können. Ich gehe jetzt vor auf die Spitze, werde hier wieder Bademeister spielen und dann das Signal zum Start geben. Und dann hoffen wir, dass heute noch ein paar richtig dicke Fische rauskommen. Oh, jetzt geht's los, der finale Tag. Wir sind mega aufgeregt. Wir haben ein gutes Polster, aber es sind krasse Angler dabei. Freddy ist immer für einen guten Fisch gut. Marc sowieso und Gail. Das wird noch mal richtig hart. Und das B1 Bootcenter Team hat auch richtig geliefert. Ich glaube, wir müssen richtig Gas geben, damit wir den Vorsprung halten können und das Ding am Ende nach Hause fahren. So Leute, wir sind gerade dabei, Vorbereitungen zu treffen, denn wir wollen heute nicht nur die großen Barsche, sondern auch einen großen Hecht. Deswegen haben wir gezielt schon mal ein paar Echtköder rausgesucht. Das Coole ist natürlich bei den Finnwal-Booten, dass man ziemlich viel Platz hat. Der Staufach vorne hier ist randvoll mit meinen Köderboxen und können so natürlich auch ganz spontan sagen, Mensch, jetzt gehen wir doch mal schnell auf Hecht oder auf Zander oder auf Barsch, müssen uns nicht auf eine Köderbox limitieren. Und wir hoffen, dass es heute funktioniert. Wir sind gar nicht so schlecht im Rennen, aber uns fehlen noch 2 Fische. Und das ist heute auch unser Ziel, die Fullcard zu bekommen, Hecht und Barsche zu fangen und so nochmal in der Leiter ein bisschen nach oben zu rutschen. Einen richtigen Plan haben wir heute. Entweder hört ihr heute richtig viel von uns oder gar nichts. Super Plan, oder? Alles oder nichts. Ja, alles oder nichts. Zu verlieren haben wir nichts. Unsere Pläne bis jetzt, die waren akribisch durchdacht und funktioniert hat es halt doch nicht. Und jetzt haben wir gesagt, heute fischen wir so, als ob wir einfach privat hier wären und einen möglichst geilen Angeltag haben wollten. Also sind heute auch wieder länger im Boot unterwegs. Und im Fokus ist heute der Barsch. Im besten Fall kriegen wir die Zander als Beifang und wenn nicht, dann müssen wir da nochmal gezielt auf Zander werfen. Die Möglichkeit haben wir auch und wir werden heute ziemlich sicher unsere magische Stunde zum Pelagen einsetzen. Das haben wir so zu zweit in der Konstellation auch noch nicht gemacht, mit dem Boot auch nicht, aber irgendwie wird schon. I'm not nervous today. It's just going to be a fun day of fishing, that's all. We're going to follow the instinct. We're going to make a long run to the first spot. That's kind of the spot where we left yesterday. Ja, ich habe Team Ilex und Nace gefragt, ob die uns ein Stück abschleppen wollen auf den Spot, aber die haben Nein gesagt. Das heißt, wir werden gleich eine Stunde fahren, aber wenn wir ankommen, haben wir ja immer noch 7 Stunden Zeit zu angeln, also von daher Vollgas. Benziner. Jetzt geht's los. Ich bin richtig heiß. Oder? Yes, let's go. Geil. Richtig Bock zu angeln.
Boote machen sich auf den Weg zu ihren ersten Spots. Nace, Finval, B1 und Abu Garcia fahren Richtung Westen, um große Fische auf dem Haringfleet zu fangen. Ilex fährt nach Osten, angelt erst einmal auf dem Hollandsdieb und Bullseye wartet an der Schleuse, um dann zunächst auf Barsch auf dem Volkerrack zu fischen. Good morning everyone, it's the second day of the final round. We caught some nice fish yesterday, Yep. but we need some big fish today. So I think we're gonna start in the shallow for big pike, big perch or big zander, because we need them big. We need. So let's kill them. Let's run it. Oh, wieder viel zu klar, Alter. Ist genauso klar wie gestern. Ich bin nervös. So, schönen guten Morgen. Nach dem Start sind wir so 10 Kilometer gefahren. Das ging auch wieder recht zügig. Wir sind hier schnell am Spot. Wir machen heute keine Experimente auf dem letzten Tag, sondern wollen da weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben. Vom Plan her wollen wir jetzt versuchen, nochmal einen Barsch und einen Zander vielleicht zu verbessern, um dann ab Mittag auf Hecht zu gehen mit größeren Ködern. So, erster Wurf, Runde 2 im Finale. Ich bin aufgeregt. Ich auch. Dustin, lass uns das Ding holen. Go. Der war so halbherzig. Komm noch rein. Der war gut. Was man sagen muss, das Wasser ist hier wieder zu klar, deswegen werden wir wahrscheinlich relativ schnell wechseln, obwohl hier geht's schon. Aber wir haben hier noch ein paar Spots. Die Fisch. Oh, fuck, war das ein Biss. Biss? Geil, Alter, war... Barsche. Krasser Biss. Alter. Oh nein, der Schwanz ist weg. Oh Mist. Erster Wurf, erster Biss. Fuck. Vielleicht sind die Barsche aktiv. Ich wechsle ganz schnell den Trailer. Hier seht ihr es. Schön Biss gehabt. Oh, auf jeden Fall Barsch. Hier siehst du die Barschraspler. Hier sieht man richtig typisch Barsch abgeraspelt. So ein großer Barsch könnte uns helfen, weil wir haben ja nur einen kleinen in der Wertung, einen 33er. Mist, das hätte jetzt schon mal echt Punkte gebracht. Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier aus unserem Finval Evo. Wir begrüßen euch heute mal an einer anderen Stelle. Wir sind heute mal ins klare Wasser gefahren, starten nicht an der Brücke am Badestrand, sondern im klaren Wasser, weil wir gestern Abend zusammensaßen und noch ein bisschen geguckt haben, was uns noch fehlt, und das ist der Hecht und Barsch. Klar, die haben wir auch im trüben Wasser gekriegt, aber statistisch gesehen hatten wir hier doch die besseren und größeren Fische. Und deswegen die Entscheidung, heute hier anzugreifen. Wir sind selbst gespannt, wie jeden Tag. Es ist noch alles drin. Aufgeben kommt überhaupt nicht in Frage. Und wir versuchen da vorne noch so ein bisschen, ja, die Teams aufzumischen. Genau. Fisch. Ja, ich bin da. Erster Wurf. Firstcast TV sind ja fast hier. Erster Wurf eingeworfen. So, wo ist dein Glück? Ist wieder da. Super. Der macht keine Dings, keine Aktion. Keine Aktion. Sieht aus nach einem Hecht. Könnte ein Hecht haben. Was dran? Bladed Jig. Erster Wurf. Kannst ja nicht fassen. Erster Wurf. Hoffentlich kriegen wir ihn. Ist ein Hecht. Kein schlechter, aber auch kein. Ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Ja, danke. Ey, erster Wurf gibt's nicht. Vorsicht, der ist ruppig. Ja, und ist er raus. Ausgehakt, sichern. Immer den Kescher ganz zurückziehen bis zur Bordwand, na, dass er nicht die Chance hat, wieder rauszuspringen. Die sehen oben das Loch und wollen oben raushopsen, die Jungs. Im ersten Wurf gibt es halt so was. Ey, hoffentlich läuft das heute. Schön, der hilft uns, sehr gut. So, erster Hecht am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Ja. Bleib schön liegen, Junge. Hecht 80. Zeit des Fisch, würde Jan sagen. Also schöne Grüße an dieser Stelle auch mal, weil supportmäßig ist er ganz groß dabei hier. Viel gelernt von ihm. Also Petri. Und da ist er schon weg. So Freunde, drückt uns die Daumen. Es geht weiter.
Hat auf jeden Fall richtig gekämpft doch. Also ja, stand gut im Beat. So, ich steuere uns wieder wie gestern, ein bisschen manuell Style. Somit können wir ein bisschen feinfühliger die Kiste, das Boot steuern. Man kann das hier auf Steuerkursfixierung, aber da arbeitet der Motor sehr stark und deshalb verwende ich eher das Fußpedal wieder wie gestern und kann den so ganz langsam auch im Zickzackkurs ein bisschen steuern. Entlang dem Krautfeld, wo wir uns hier befinden, fühle mich so ein bisschen so an der Nähmaschine. B1 hat bereits den ersten Fisch im Boot und sich damit um 22 Punkte verbessern können, als Abu Garcia, die mit deutlich weniger PS unterwegs sind, nun auch den ersten Wurf machen. First cast, let's go. This is the spot where we left yesterday. This is the spot also where we got the double hookup with the perch and the pike. Freddy's casting the big baits now, trying to get a good pike. And I'm fishing a small chatterbait with a little Berkeley Sick curl in the brown color, trying to target probably the perch. And then you'll see that Freddy gets again the perch and I'll get the pike. But anyway, if it works, it works. I'm pumped. Super excited. Gerade morgens sind die Chancen natürlich immer super auf einen guten Fisch. Ja, der Platz hier ist heiß. Da habe ich letztes Jahr 1,22 Meter gefangen, letztes Mal, wo ich hier gefischt habe. Also hier sind große Fische. So einen brauchen wir jetzt. Ich angel hier mit dem Hechtköder, mit dem Beast Paddle Tail. Das ist einer meiner Lieblinge, der rollt so ganz langsam im Wasser. Top-Köder. Blue Herring, die Barbie, die habe ich ins Schwimmbecken geworfen. Die schwimmt jetzt hier eine Runde rum und sucht einen dicken Fisch für mich. Also ich hätte Angst, hier zu schwimmen als Futterfisch. Das ist ein richtig krasser Platz. Nicht viele, aber große Fische. Einen brauchen wir, eine Kanone. Oder zwei. Oder zwei. Oder drei. Wir sind nicht so wählerisch. Genau. Ich versuche es nochmal auf die Barsche. Ich habe ein Chatterbait dran. Vertrauensköder. Ist ja nicht so, dass wir da keine Hechte mitgefangen haben oder auch Zander. Deswegen wird Martin jetzt so ein bisschen selektieren. Und ich werde nochmal versuchen, irgendwas zu fangen. Fisch. Nein, das war ein Barsch, das war ein Barsch. Schade. Da ist er. Wieder ab! Das kann nicht sein. Nein. Ach ja, so kann Angeltag doch starten. Wenn die Kamera jetzt nicht laufen würde, würde ich mich deutlich mehr aufregen. Ich reiß mich gerade richtig zusammen. Ich beiß mir so richtig auf die Unterlippe, ey. Ah. Vor allen Dingen, ne? Gebissen, Spin-Stop, noch ein bisschen langsamer geworden. Einmal angedreht, bam, nochmal. Ja, ich hatte die Bremse jetzt eben auch ein bisschen weiter offen, weil ihr ja in einer der letzten Folgen gesehen habt, was hier bei uns im Flachwasser passiert ist mit dem Hecht. Wenn die Fische direkt an der Bordwand beißen und du die Bremse komplett zu hast, kann es sein, dass du die Fische verlierst oder im schlimmsten Fall auch echt einen Schnurrbruch riskierst. Der 98er, der hat sowas von reingeknallt. Ich da die Bremse zugehabt, der hätte die Schnur mal eben so durchgerissen. Ihr seht aber, dass das vielleicht dann nachteilhaft sein kann, wenn man dann versucht, auf lange Distanzen Anhieb zu setzen. Aber wie man es macht, macht man es verkehrt oder richtig. Jetzt, das war, glaube ich, gerade so nicht so die richtige Entscheidung. Aber ich mache trotzdem weiter so. Weil gerade beim Flachwasserangeln die Fische halt auch wirklich den Köder sehr lange verfolgen. Und wir die großen Hechte, gerade die großen Hechte heute, natürlich nicht direkt vom Boot verlieren wollen. Yes, man. Dexter Jerk did it again. $64,5. Das hat nicht lange gedauert. Da hat sich der erste Zander, mein Dexter Jerk, wieder geschnappt. 65, ein schöner Fisch.
und kein schlechter Start. Auch Ilex braucht nicht lange für den ersten Fisch, kann einen 71er Hecht vom Vortag durch diesen 65er Zander ersetzen und damit als drittes Team die 600-Punkte-Marke knacken. Ja, und weg ist er. Der Fisch kam hier wieder auf meinen Dexter Jerk, den Ayu. Der Dexter Jerk läuft ganz flach unter der Oberfläche, also ohne Gewicht läuft er, denke ich, so maximal 30, 40 cm unter der Oberfläche. Man kann ihn, wie in der Gruppenphase schon erwähnt, ganz einfach über die Rolle führen, man muss gar nicht viel können. Und wenn man ein bisschen tiefer fischen will, kann man hier unten ein Zusatzgewicht, wie zum Beispiel unser John Weight, einhängen und dann kriegt man ihn auch wirklich auf Tiefe, so auf so 1,5, 2 Meter. Und der macht ordentlich Radau und hoffentlich bringt er mir jetzt noch einen Fisch. Ja, fish! Fish on. Pike? No, feels like a perch. Feels like a perch. Could be the fish that we need. It's not shaking now. Could be a small pike, but be ready. Small zander. That's exactly what we didn't need. The chatterbait with the Berkeley Sick Curl, deadly combination. As shows this first fish of the day. Not an upgrade, we don't need this one, so we're gonna release this one quickly and keep moving because the fish are here and they're biting, so let's go. So much fun, this bite was like, go! It's so addictive, I don't know why. I love it. Keine Punkte, doch eine sehr positive Stimmung auf dem Abu Garcia Boot. Bullseye befindet sich mittlerweile nicht mehr vor, sondern immerhin in der Schleuse. Wir sind unterwegs zur ersten Stelle, es ist ein ordentlicher Ritt. Wir sind gerade am Routen vorbereiten. Wie erwähnt, haben wir unseren ganzen Plan komplett umgestellt, weil wir haben nichts zu verlieren. Drum heute im Fokus Barsch, bestenfalls große Barsche. Alles, was aktiv geführt ist, Jiggen, Chatterbaits, Rubber Jigs etc., was wir alles rumwerfen, wenn Spin Jigs, fische ich die Lucky Luck, 2,25 Meter bis 21 Gramm Wurfgewicht. Die Route ist perfekt genau für das gemacht. Und dann werden wir noch relativ leichte Rigs fischen. Und da greife ich jetzt hier zur Surgeon, 2,13 Meter bis 14 Gramm Wurfgewicht. Ich fische jetzt hier mit einem 10er Bullet, kleinen Craw drauf und das Ziel wäre eben fette Barsche zu fangen. Und wenn es dann mehr Aktion mögen, geht es weiter. Ist ja noch der Prototyp von unserer Hardbait-Route. Da kann man Twitchbaits, Crankbaits etc. sehr gut fischen, je nachdem auch Spinnerbaits, je nach Größe. Das ist so unser Plan. Also wir werden das ganze Klavier der Barschangelei heute mal bespielen. Hoffentlich mit Erfolg. Übrigens habe ich bei Herr der Ringe mitgespielt. Ich war Fußmodel für die Hobbits. Kann nichts mehr passieren. Kleiner Farbwechsel, das Wasser ist ein bisschen klarer als gestern. Das heißt, die Barbie kommt ab und jetzt gibt es so eine, ja, so ein Red Motor Oil, so eine Farbe hier mit so einem grünen, mit so einem roten Glitzer drin. Brutales Teil. Da picken sie vielleicht drauf jetzt. Ne? Das ist genau die richtige Wasserfarbe für den Kollegen. Der darf jetzt auch noch mal seine Chance kriegen. Gerade bei den Farben lohnt es sich auch immer so ein bisschen ins Wasser zu gucken. Wenn ihr so, ich sag mal, so leicht angetrübtes Wasser habt, kann man immer ein bisschen greller fischen auf die Hechte. Das stört die Hechte generell deutlich weniger als die Zander, grelle Farben. Zander sind eher so, wo man sagt, lieber ein bisschen gedeckter im Zweifelsfall. Bei Hechten darf man auch mal ein bisschen schockiger fischen. Aber jetzt gerade hier auf dem Eck hier so eine Motorölfarbe, so leicht klares Wasser, leicht angetrübt, so ein ganz bisschen so ein Mischmasch. Fängt die Farbe häufig sehr gut. Muss man immer mal ein bisschen probieren. Ne? Also es lohnt sich mal eine Stunde mit einem Köder zu angeln, aber dann auch wieder umzuswitchen, immer wechseln. Ne? Dass man einfach mal schaut, was die Fische gerade fressen mögen. Und gerade wenn das Wasser richtig klar wird, das ist es jetzt noch nicht, dann würde ich so ein bisschen in transparente Köder reingehen. Also Köder, die nicht so eine Vollfarbe haben, weil dann so eine richtig grelle Farbe manchmal schon zu viel sein kann, vor allem im klaren Wasser. Aber man muss es wirklich probieren. Es gibt da also keine Regel ohne Ausnahmen. Fish, fish, birch, perch, small one. But the birch. I had a bite before, so there might be more. Okay, I will put an anchor. It's a really small one, huh? But very small one, yeah. But we need it.
All right, small one, but this is the fish to fill the cart. And from there, we work on upgrades. This one took the sick curl again on the chatterbait head. Super nice beta. It's not a monster, but it's our second perch of the tournament. So should be enough to fill the cart. Close the mouth. It is 26 awesome centimeters. Yeah, small fish, but they are here and they are biting. This was the second fish within 20 casts or so, so we're hot. Let's release this one quickly and keep on moving. Let's go. You ready? That's it. Full cart. Let's work on some needed upgrades. Jetzt die größeren. Ich habe schnell einen Anker gesetzt. Jetzt habe ich auch eine Barschrute rausgenommen, wo einer sind, manchmal auch mehr. Ja. Schauen wir mal, ob noch ein Biss kommt. Ein kleiner Barsch, aber die Fullcard und damit Platz 3 für Abu. Auch B1 hat die Fische heute schnell finden können. Fisch, Fisch. Da kommt er. Oh, macht Sprung. Schön für die Kamera. Ein Krauti, aber kommt er. Ist auf jeden Fall auch wieder Lübeck. Ist er weg? Nee, nee. Doch. Der weg. Ist er weg? Ist er, ja. Der Einzelhaken. Fisch ist weg, war jetzt nicht so schlimm, weil er nicht so groß war, hätte uns nicht weiter verbessert wahrscheinlich. Aber das ist das Thema, wenn der hochspringt, gegenhalten, Rute runter, ja, ist mir eben nicht so gelungen. So sieht man, so schnell ist er weg. Du willst mein YPC-Coach 2023 sein? Die Trainingstage mit mir bestreiten, mich beim Wettkampf unterstützen und die Spannung hautnah miterleben? Mit der exklusiven Catch Casino Predator Box 2022 hast du jetzt die Möglichkeit, dieses einzigartige Erlebnis wahr werden zu lassen. Welche Preise es noch gibt und wie du teilnimmst, erfährst du auf www.lmab.de/catchcasino. Ich wünsche dir mit meinen exklusiven Farben viele dicke Fische und natürlich viel Glück beim Mitmachen. What lies beneath can no longer hide. New Mega Imaging Plus uses high-frequency sonar to show you fish and structure up to 200 feet below your boat and 200 feet out to either side. No more secrets, no more guesswork. Just a clearer picture of the world below, down to a fish's species and direction. Because more detail means more of this. Only from Humminbird. Lure-Lock. Robuste Angelboxen, entwickelt von Turnieranglern, hergestellt in den USA, ausgestattet mit dem gewissen Extra. Eine neuartige Technologie, die dein Tackle an Ort und Stelle hält, bis du es benutzen möchtest. Köder, Gewichte und Haken haften zuverlässig in der Box, so gehören ausgekippte Kisten, Hakensalate und Kratzer auf deinen hochwertigen Hardbaits der Vergangenheit an. Das in den USA produzierte TechLogic Gel ist geruchsneutral und pflegeleicht. Es haften keinerlei Rückstände am Köder. Lure-Lock, die Revolution in deiner Angeltasche. Ein Hecht, aber vermutlich. Ist egal, Upgrade ist Upgrade. Sicher Hecht? Oh, warte mal, meine Schnur liegt hier so drin. Wo ist meine Schnur?
Meine Schnur liegt hier, ne? Kann sein, dass er jetzt die aufsammelt. Ein Barsch, ein dicker. Boah. Komm rein, komm rein, komm rein. Ja! Das ist ein Upgrade. Das ist ein 50er, das ist dein neuer PB. Nimm mal bitte schnell. Meine Schnur ist drin. Oh, was ein geisteskranker Start in den nächsten Tag. Dustin hat beim ersten Wurf gleich einen Barsch drauf bekommen. Leider nicht hängen geblieben. Und jetzt haben wir, Achtung mit den Ruten. Und jetzt haben wir... Das ist ein 50er. Boah. Das ist ein 50er! Yes! Alter, ist das ein Barsch. Das ist der krasseste Barsch. Alter Schwede. Schaut euch diesen Fisch an. Alter. Blade Runner. Warrior mit einem... Oh, ich kann nicht reden, mit einem Predator-Trailer. 1001. 1001. Das Ding hat mir gestern schon meinen neuen Barsch-PB beschert. Mal schauen, ob mir diesen... Boah, ist der Fisch groß. Der ist nicht so lang, der wirkt halt so lang, weil er so fett ist. Also Egal. Ein Karpfen. Ein Barpfen. Alter, der ist größer. Über 5, also 52. 51,5, also 52. Ja. Boom. Ey, und wir haben im ersten Wurf schon einen drauf gehabt und ich dachte, scheiße, Guckt und jetzt? euch dieses Monster an. Das ist ein Upgrade, das sind 104 mehr Punkte. Geht nicht. 104 Mehr Punkte, geht nicht. das sind einfach mal 38 Punkte Upgrade, glaube ich. Perfekt ausgerechnet, Dustin. Mays Scoreboard war zwar schon vor diesem Tag punktemäßig sehr gut aufgestellt, doch da es recht unausgeglichen war, bot es tatsächlich auch noch reichlich Potenzial zum Upgraden. Die schlechte Nachricht für die Konkurrenz. Die Verbesserung gelingt. Ein 33er Barsch vom Vortag fliegt raus und Felix reicht seinen zweiten 52er Barsch in diesem Finale ein. Wahnsinn! Das ist echt geisteskrank. Krank. Das könnte der Siegerfisch sein. Das könnte eventuell der Siegerfisch sein. Wir wissen es nicht, der Report ist heute ausgestellt. Lass den schnell zurücksetzen. Ja, der kommt zurück, der Kollege. Was für ein Traumfisch. Unglaublich. Das war ein Start, oder in den Tag. Das Geile ist, jetzt haben wir noch 2 Hechte, die wir upgraden können. Einen müssen wir durch einen Hecht ersetzen und einen können wir random ersetzen. Was meinst du, soll ich weiter auf Barsch angeln? Ja, weil der könnte ja den Wir könnten noch einen ausschmeißen. Barsch in die Wertung bringen. Genau. Oh, mir fehlen die Worte, ich bin gerade ein bisschen durch den Wind, ehrlich gesagt. Wow. Super geil. Gleiche Köder wie auch schon am gestrigen Tag. Der kommt wohl mit ins Schlafzimmer, den hänge ich mir über meinen Nachtschrank. Krass. Krass. 2 Fische von deutlich über 50 cm in 2 Tagen. Aber es geht gleich weiter. Wir müssen noch die Hechte upgraden. In der Tat haben wir uns überlegt, dass wir heute vielleicht auch mal etwas dickere Brocken werfen. Dafür habe ich die Baitcast-Route rausgeholt, die Pela Jerk, ein richtig schöner Blank. Ja, und heute wird auch sowas geworfen, halt ein bisschen größer. Natürlich wollen wir damit ein bisschen selektieren, weil uns mindestens ein guter Hecht fehlt. Aber auch auf so eine Ködergröße haben hier auch schon Barsche drauf gehackt. Ist natürlich eher die Ausnahme, aber es passiert. Und ja, Simon fischt ein bisschen kleiner, in der Hoffnung, dass da vielleicht der ein oder andere gute Barsch drauf knallt oder Zander. Und ich versuche es halt jetzt momentan, Stand jetzt, auf einen guten Hecht gezielt. Wie lange machen wir das hier noch? Von mir aus können wir weiter. Nächster Spot. That must be pike. Can be an upgrade. Never know. Oh, big Zander. Oh, no Zander. Yo. What is our smallest Zander now? That's the 62, right? I think it's not an upgrade. Müsste eigentlich kein Upgrade sein. Boah, aber brutaler Tock. Ich dachte erst beim Biss, oh, vielleicht ein großer Barsch. Dann Druck auf der Route, vielleicht doch ein Hecht. Naja, die, mit denen wir am wenigsten Probleme haben, die zu fangen, sind die Zander. Ja. Aber schaut euch mal, wie er den weggeballert hat. Oh, hat er den weggehauen. So, liebe Freunde, Crazy Legs Jigger Craw von Berkeley. So sieht der Kumpel aus. Super Köder am
C-Rig, Texas-Rig oder halt an so einem Spinnerblade, wie ich ihn jetzt hier fische. Macht ein bisschen Druck noch im Wasser zwischen dem Kraut. Da ist der Kumpel. Richtig toller Biss. Yeah, measure it quickly. That might be an upgrade. Yeah, it's an upgrade. 66. Wenn ihr Zander auf dem Messband habt, schaut immer, dass ihr den Kopf ein bisschen runterdrückt und den Fisch nie ohne Support auf dem Maßband liegen lässt. Das mögen die gar nicht, wenn man die Zander so liegen lässt im Boot. Ne? Also immer wirklich festhalten den Fisch, sonst fangen die an zu zappeln. Und der darf wieder rein, 66 cm. Schöner Fisch, schöner Biss, hat richtig Spaß gemacht. Ja, macht richtig Laune heute zu angeln. Herrlich, Leute. So macht das doch Spaß. Ja, Chigga Craw. Das ist einer der Lieblingsköder von Mike Iaconelli aus der USA auch. Super krasse Aktion. Mit den Schaufeln macht er eine gute Bewegung. Hat er noch so 2 Twister-Ärmchen dran. Ja, kann man wirklich mit allen verschiedenen Rigs angeln. Also egal wie ihr den fischen möchtet, alle Möglichkeiten stehen euch offen. Ich habe hier so einen Spintail, den habe ich mal in irgendeinem spanischen Angelladen gekauft, den Jigkarten hier. Aber wie gesagt, der Köder, diese Farbe, das ist es halt. Ne? Super, weiter geht's. Leider nicht der erhoffte Großbarsch, doch auch dieser Zander bringt immerhin eine kleine Verbesserung. Der Zanderschnitt von Abo kann sich wirklich sehen lassen, doch auch bei Nace tut sich schon wieder was. Lost it. Fuck. Einwurf nach meinem Monsterbarsch. Dustin bekommt auch einen Biss drauf. Fuck, Fisch verloren. Richtig dicker Fisch gewesen, auch ein dicker Barsch. Heute ist nicht mein Glückstag. Richtig dicker Barsch, auch so die Kategorie. Ich habe den hier vorne kurz oben gesehen. So ist es. Cut. Während Dustin kurz seine Wunden leckt, wechselt Finnwal den Spot und trifft dabei alte Bekannte. Das ist B1. Die Bootsbauer zeigen den Finnwal-Jungs, dass die neue Stelle durchaus vielversprechend ist. Fisch. Ja. Hecht. Komm mal. Zander. Hecht. Komm rein. Petri. Komm, schnell wieder weiter. Wir angeln weiter. Verbessert uns nicht, aber gibt uns auf jeden Fall Motivation. Sah nach einem kleinen Zander oder einem schönen Barsch aus? Die Gewässer sind riesig groß hier, aber wir glauben, dass sich gerade 4 Teilnehmerboote auf einem relativ kleinen Feld tummeln. Das heißt, hier steht ordentlich Fisch. Ja, wir haben auch eben beim Vorbeifahren gesehen, dass Abu was gefangen hat. Fisch. Mit dem Barschstein? Ja, den da. Ne, ist ein Zeddy. Den nehmen wir da auch. Yes, sir. Den nehmen wir da auch. Matte nass? Ja, alles ready. Oh, schön fett. So. Das ist doch ein schöner Fisch. Definitiv. So, ein bisschen hier. 61. Kein Wunder, dass gleich 4 Boote relativ nah beieinander stehen, denn das Areal bringt zumindest bisher allen Teams sehr zuverlässig Fisch. Nun kann sich auch Finnwal in die heutige Fangliste eintragen und braucht jetzt nur einen Hecht bis zur Fullcard. Ein schöner 61er Zander. Achtung Kameramann, der macht wahrscheinlich jetzt wieder den Platscher. Macht er nicht. Ja, der geht von dann wieder im Flachen. Heute startet es auf jeden Fall besser als beim letzten Drehtag. Richtig dicker Barsch. Yes. Good job. Das ist ein Upgrade. Kein großes Upgrade, aber nachdem ich jetzt 100 verloren habe, ey. Der ist lang, der ist sehr schlank. Schön auf dem Maze Runner wieder. 14 Gramm. D02. Oh, der ist gut gehakt. Ich sag 44, 45. Würden auch auf 45. Kein Monster,
Also nicht vermessen sein, hier ist schon ein schöner Fisch, sehr schöner Fisch. Genau 45, das sind 90 Punkte. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr gut, 45er Barsch, geil. Die sind aktiv, die Barsche heute, wir hatten schon mehrere Barschbisse, sehr, sehr gut. Schön schlanker 45er. Tschüss, großer. Yes! Wieder ein Upgrade von, ich glaube, was war der kleinste Hecht, den wir jetzt drin hatten? 71? 71. Das heißt, das sind 19 Punkte. Wir kommen Richtung 800. So. Neuer Trailerhook muss rauf. Und dann geht's weiter. Einen Fisch haben wir noch in der Wertung, den wir upgraden müssen. Und den können wir tatsächlich nur über einen Hecht upgraden. Das heißt, wir würden jetzt, glaube ich, Hecht angeln. Nace steht kurz vor der 800-Punkte-Marke. Bullseye ist endlich am ersten Angelplatz angekommen. Im Kanal soll es nun also zunächst ein Barsch werden. Herbert, Petri, heute können wir brauchen. Heute räumen wir mal was ab, hoffentlich. So, wann kommt dann der Einschlag? Also, wir brauchen aber heute noch ein paar mehr Einschläge wie einer. Oder auch gar keinen. Fischst du jetzt Zedig oder was fischst du jetzt? Ich fisch Terik, fisch Texas mit einem kleinen Krebs. Also Texas fischst du. Recht hart ins Cover rein so gesehen, also wirklich ins Kraut. Hast du Kraut jetzt gefunden? Ja, da ist am Ufer ist immer so ein kleiner Saum Kraut, schau. Das ist gerade am Absterben, wie es ausschaut. Was ich da dir direkt sagen, du tust jetzt ankern. Ankern würde ich dann aber mit dem Seil ankern, weil da weiß ich nicht, wie lange der Boogie das mitmacht, wenn wir hier. Ich habe kein Problem mit Ankern, das sage ich dir. Wenn wir das dann in Ruhe ausfischen können. Wir haben ja keinen Stress. Ja. Wir sind im Urlaub. Einfach chillig angeln. Ich lasse ihn runter, dann musst du ein bisschen einen Rückwärtsgang rein tun. Was war das? Nochmal. Oh, was war das? Habt ihr ihn gesehen? Hecht. Hechtdauer. So, Hecht bis oben nachgekommen. Hier sind wir richtig. Nachläufer, wieder ein Hecht. Kein Riesenhecht, aber da muss man sich wirklich so konzentrieren, dass man nicht einfach vor Schreck anhebt, sondern dass man einfach nochmal den Köder ein bisschen lang führt, möglichst weit vom Boot weg. So ist eigentlich die Theorie, aber das muss man auch umsetzen. Frank erklärt die Theorie und coolerweise zeigt uns Martin die Praxis. Da ist er. Komm. Oh, Gott. Aufsicht, direkt an der Bordwand. Da ist er doch. Full Card. Hechte Kanner. Sehr geil. Ist der Plan doch aufgegangen mit dem Hechtchen? 73, ja. Der kleine Mann darf zurück. Wir sind happy. Ziel erreicht. Jetzt gilt es, die Fische ein bisschen aufzuwerten. Vielleicht an den vorderen Teams ein bisschen dran zu nagen. Ja. Gucken, wo der Weg hinführt. Full Card für Finnwal. Mit diesem Hecht ziehen Martin und Simon an Ilex vorbei und sind nun Vierter. Ja, das war eben der erste Wurf mit einem grellen Jerk. Und der Fisch kam hinterher, auf Sicht, wieder gesehen, durch die Polbrille. Er kam hinterher, ich wollte erst sagen Nachläufer, damit der Kameramann das einfängt, aber ich habe den Mund gehalten, weil es gestern zweimal in die Hose gegangen ist. Dann habe ich einen kurzen Spin-Stop gemacht, noch einmal angezuppelt und dann ist der drauf geschossen. Ich glaube, ich habe ihn keinen Meter drillen müssen und Simon hat ihn eingelöffelt. Ja, also müssen wir die Fische fangen. Ich fange jetzt einfach Meter Zander, Meter Barsch und Meter Hecht. Okay. Richtig guter Barsch. Oh yes. Nee, ist das ein Zander? Das ist ein Pike. Oh, ich habe irgendwie was Rotes gesehen, habe eigentlich gedacht, wow, jetzt kommt ein Monsterbarsch. Pikey. Das ist die Sache. Die kleinen Hechte schlagen am Anfang wie ein Barsch, deswegen dachte ich, guter Barsch. Der nächste 50er. Das ist jetzt kein Upgrade, aber egal. Aber auch ein 50er. Aber auch ein 50er, genau.
Der darf natürlich wieder schwimmen, der Gute. Felix, bist du so nett und gibst mir noch mal eine Zange? Sage ich immer wieder, bei den Kleinen müsst ihr aufpassen. Die sind so agil, das sind die Großen sind nicht so gefährlich wie die Kleinen. So, Maze Runner. Kleiner Paiki. Tschüss, mein Guter. Gestern habe ich ja einen richtig großen Zander verloren im Turniertag vorher. Und ich wollte euch ganz kurz was zu den Trailer-Hooks erzählen, die man ja hier verwendet. Also erstmal vermeidet man Fehlbisse hier. Und da wir hier sehr viel im Kraut angeln, ist das natürlich, der ist ein bisschen klein, nur zu empfehlen, weil man viel weniger Kraut einsammelt als mit einem Drilling. Und man kann das Kraut viel besser freischlagen. Also so Trailer-Hooks kann ich euch nur empfehlen. Darf in keiner Angelbox fehlen. Biss, Fisch. Barsch. Schön langsam. Ja. Achtung, da sieht noch nicht. Er muss nur schauen mit dem Ankerseil, weißt du? Der Ankerseil ist weg. Der will nach vorne hin. Oh Scheiße, der Winkel passt mir gar nicht, der Barsch. Okay, das ist ein guter. Das wird ein guter sein. Achtung, er ist hier. Wo? Unten. Schau, Herbert. Ja, richtig noch nicht. guter Barsch. Ja. Schau, hier unten. Ja, ich konnte nicht mit dem Kescher runter. Ja, der war schon zweimal jetzt beim Kescher. Nein. Jetzt haben wir ihn. Ja! Yes! Fahrt's. That's what we call a fucking crunch! Ja, ist nicht mal so groß, wie man meint, aber ist halt dick. Aber es ist ein schöner Barsch. Wie viel hat er? 41. Okay, Petri, Dank. Schöner 41er Barsch. Ich würde sagen, wir sind zurück im Rennen. Genau, das war der Plan. Das machen wir jetzt noch 3 Mal. Dann haben wir 4 fette Barsche. Dann schauen wir, dass wir noch einen Zander kriegen. Belagen noch 2 dicke Hechte. Wenn wir das schaffen, dann war es wirklich ein Träumchen. Dieser Barsch bringt Bullseye neuen Rückenwind für die Aufholjagd. Die lange Anfahrt hat sich gelohnt. Der Anfang ist auf jeden Fall gemacht. Ilex, auf Platz 5 zurückgefallen, braucht nach wie vor einen Barsch für die Fullcard, fischt jedoch weiterhin nicht gezielt darauf. So, I'm fishing with the boomer. It's a blade jig. And here we are fishing for pike, perch, on some zander in the middle of the plant. So I need a rod which can be a little bit powerful in the back, but with a soft tip in order to really feel the bite or anything that my boomer can meet in the water. This is the rod I use. It's a casting rod, 2 meters and 20 centimeters, H+. It is 14 to 42 grams. The boomer that I use is 14 grams, but I put a trailer on, so it's around 25 grams. So I'm right in the middle of the range. Ist aber nicht groß. Aber den Fisch nicht reinheben, sonst kriegen wir Strafe. Ja. Petri, Herbert. Ich hoffe, dass wir den nicht brauchen, aber der hat auf alle Fälle 22, das weiß ich. Genau. 24. Passt mir, oder? Herbert, wir stehen richtig. Wir stehen richtig. Das ist ein kleiner Pike, aber nur. Ist doch aber so ganz nett. Ja. Lieber so als. Mal kurz, dass ich wieder wach bin. Und er hat sich auch gleich selbst gelöst. Fand ich eine gute Aktion von ihm, war ein kleiner Hecht. Aber hat einen richtig schönen Biss gegeben. Der soll aber mal so eine Nummer größer sein. Doppelte. Doppelt wäre perfekt. Also wenn wir noch einen Meter fangen, dann fühlen wir uns sicher. Wenn wir richtig gerechnet haben, dann haben wir jetzt knapp 800 Punkte, 798, irgendwas. Unser Ziel ist tatsächlich noch die 800 zu knacken und dann wären wir richtig happy.
Fisch. Barsch? Nee, nee. Müsste eine Hechtaufwertung sein. Wollt's nach hinten? Wegen Motor? Alter. Komm da hinten, komm da hinten, komm da hinten. Hoppa. Was ist das Nein. denn? Nein, nein, nein. Was ist das denn? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ist das nicht ein Wolfsbarsch? Das ist ein Wolfsbarsch. Ach du Alter. Shit. Ich muss dazu sagen, das ist der erste Wolfsbarsch, den ich live in meinem Leben sehen darf. Ich glaube, Simon hat auch noch keinen gefangen. Nee. Oh, Müsste sein Power. TB sein. Ich bin gespannt. Alter, der Power. Tier, ey. Das geht, das geht bitte in die Barschwertung ein. Ja, da ist er. Also 59,5. 59er. Schöne Grüße an die Headbanger Jungs. Die wollten heute auf die Nordsee auf Wolfsbarsch angeln. Die haben wir gestern noch getroffen. Ja. Jungs, ihr müsst gar nicht so weit fahren. Die gibt's auch hier. 60er Barsch ist ein 60er Das ist Barsch. so. Mal 200, So. 120 Punkte. 120 Punkte, Toni. Verrechne dich nicht. Auch wenn dieser Wolfsbarsch keine Punkte bringt, dieser 59er ist ein absoluter Traumfisch und im Brackwasser des Haringvliet ein absoluter Ausnahmefang. Dieses Finale hat nicht nur verdammt große Hechte, Flussbarsche und Zander zu bieten, jetzt kommen auch noch Wolfsbarsche hinzu. Ich sag, die scheinen ja wirklich auf große Köder. Oh, 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 Perch, 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 Big Perch following. Big Perch following. Ah. Where'd he go? Twitch check, Yeah, maybe. already on it. Hier, he went here. Hab einen Nachläufer gehabt auf dem Hechtgummi, wie gestern. Auf den Beast Paddle Tail Feges vom großen Barsch. Das war wahrscheinlich ein Trupp. Die sind also hier, die Barsche, ne? Jetzt gucken wir mal, ob wir den zum Biss kriegen. Where did they fly? Where did they go? Simon und ich hier machen hier schön den Helikopter, einmal schön ums Boot einmal rum. Ja. Wo steht der kleine Lemming? Wo hat er sich versteckt? Wir sind direkt drauf auf dem Spot. Der Spot im Spot hier. Schönes Krautfeld und sofort hat es geklingelt hier bei uns. Eieieiei. Die müssen hängen, die Fische. Ja. Boah, geiler Biss, Alter. Wenn das, ich glaube, ein kleiner Hecht. Ist das ein Upgrade? Ich glaube nicht. Wollen wir mal cachern? Ja, lass mal sicher jetzt aber cachern. Nein, ich glaube nicht. Boah, guck mal die Rückenflosse, die Schwanzflosse an. Leg mal ganz kurz drauf. 73. 73. Zu klein. Aber einen schönen Biss hat er gemacht. Ja, das habe ich gesehen. So kann es weitergehen. Richtige Spaßangelei, muss ich sagen. Wir bekommen hier echt ständig irgendwelche Bisse. Ich muss sagen, das angelt sich mit knapp 800 Punkten natürlich auch leichter. Ach, ihr merkt schon, noch ist die Stimmung gut, ey. Aber ich kenne das. Es gibt dann immer so Momente, wo man nervös wird und dann denkt, ist zwar gut, aber hat es dann am Ende doch gereicht? Weiß man nie. Freddy. Also Freddy ist so brandgefährlich, ne? Und Marc auch. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, B1, man hatte sie nicht auf dem Schirm, aber die haben so gut performt. Wie sagt man so gerne, der Drops ist noch nicht gelutscht. Wir haben gerade mal 9:30. Der ganze Angeltag steht noch vor uns und auch vor den anderen Teams. Auf der einen Seite ist natürlich geil, dass man jetzt fängt und dass die Fische gut beißen. Auf der anderen Seite denkt man sich dann aber, eigentlich wäre es jetzt gar nicht so schlecht, wenn die Fische nicht mehr beißen würden. Weil wenn es bei uns gut beißt, beißt es bei den anderen natürlich auch gut. Und das birgt die Gefahr, dass da noch ein Team da ist, das auch aufholen kann. Naja, mal gucken. Wir haben ja auch noch Zeit. Wenn wir noch es schaffen, noch ein paar Fische abzugraden, dann fühlen wir uns sehr sicher. Dass die Fische nicht nur bei Nace gut beißen, ist absolut korrekt. Bei Abo gibt es zum Beispiel auch ständig Fischkontakt. Eieieiei, what the bite. Pum! Oh, gab einen Einschlag. Uiuiuiui. Direkt am Drilling vorbeigefasst. Ja, wir hatten gerade so eine kleine Krautlücke und dann haben wir ein bisschen aufgespeedet mit dem E-Motor, dann plötzlich Kraut gesehen und in dem Moment, wo das Kraut auftaucht, hat es geknallt. Boah, Angst jetzt, Angst. Angst. Angst vor dem nächsten Biss. Der tat so weh gerade, der Biss. Ich glaube, das ist Team Finnwal neben uns. Nicht sicher, es sind 3 Leute, aber es könnten auch 3... Ja, Fisch!
Fisch? Fish! Ah, lost it. Scheiße. Ah. No bite marks at all, so probably that was an upgrade perch. Let's keep on casting. It felt heavy. I don't like to lose fish like that. Fisch! Fisch, 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 Fisch. Könnte schon wieder einer sein. Auf gar keinen Fall. Das ist jetzt ein 60er Original Flussbarsch. Wo ist er? Kommt. Das ist wirklich einer. Nein. Noch einer? Ja. Was ist das denn jetzt? Noch einer? Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht wahr. Mensch, Barsch Leute. ist Barsch. Ich meine, wir freuen uns mega, aber das frisst natürlich jetzt auch immer Zeit, ne? Wir wollen die Fische aufwerten und fangen Wolfsbarsche. Was für tolle Tiere, ey. Ja. Der absolute Wahnsinn. Wir fangen alles. Wir sind Team Finnwal. So, der Kumpel kommt schnell wieder zurück. Das ist bezeichnend für dieses Hobby. Es kann jeden Tag bei jedem Wurf alles Verrückte, Bekloppte passieren. Ja, ich muss es erstmal verstehen, was gerade hier passiert. Crazy. Und das auf dem Chatterbait. Aber wir müssen hier bleiben, Simon. Hier ist unheimlich viel Fisch. Ja, ja. Die Frage ist, ob hier unheimlich viel Wolfsbarsch ist. Ja. Oder ob hier auch mal zwischen Hecht steht. Ja, wir haben hier ja schon alle Fischarten gefangen, ne? Junge, die haben aber Bauer, die Viecher. Den nächsten lässt du mich drillen. Nee. Du bist mir ein Kumpel, ey. Blau einfangen. Das ist doch wirklich unglaublich. Simon scheint echt einen Wolfsbarschschwarm im Haringsfliet erwischt zu haben und fängt ein weiteres Prachtexemplar. Dustin, der nicht weit entfernt fischt, hat es dagegen mit einer Truppe halbstarker Hechte zu tun. Kleiner Hecht. Kleiner Hecht. Der hat ja wohl deinen Trailer kaputt gemacht. Also ich habe 2 Würfe, 2 Bisse gerade gehabt. Die sind aktiv, die Jungs. Kleiner Hechti. Hechti? Ein Hechti, wie ein Zetti. Tschüss. I believe I put another waypoint there, where we got the... Yeah. Oh. Abgerissen. Gib's doch nicht. Gib's doch nicht. Das war ein Meterfisch. Ja. Ja. Das war ein Meterfisch. Ja, das ist nicht gut. Das darf nicht passieren, sowas. Ja, das ganze Vorfach geklaut, irgendwo im Knoten gerissen, keine Ahnung. 55er Fluorcarbon, Knoten zum Vorfach ab. It's not the leader at least. Nee. Trotzdem, das geht nicht. Not the 20 minus points, but a big upgrade that we really needed. That was a meter plus fish, we saw them. Ja. Sehr frustrierend. Hab den Hecht noch gesehen, vom Boot, draufgeschlagen. Wie gesagt, das Gerät hält eigentlich, aber manchmal was passieren kann ist, gerade zum Knoten, wenn sich da irgendwas einschneidet, irgendwo, hier sind Muscheln überall am Grund, irgendwo eine Beschädigung in der Schnur gehabt. Wie gesagt, 55er Fluorcarbon, dann der Knoten, dann das Vorfach und genau im Knoten muss es gerissen sein. Oder, was auch manchmal passiert ist, wenn die Hechte raufbeißen auf den Köder, dass sie sich raufschieben, das Vorfach einrollen und dann doch die Hauptschnur reinkriegen. Das kann auch sein, weil es war eigentlich kein Druck auf dem Fisch. Also es war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, man hat die Schnur durchgeschlagen, es war einfach ab. Das macht halt einer von 300 Hechten oder 400 Hechten, dass sowas vorkommt. Und es passiert genau jetzt, wo wir den einen brauchen. Not good, not good. We find the fish, we're getting bites, we find the right lures, we find the right stretches. We're in the mojo, but then when we get the bites, things go wrong. So we just need to keep on going. I mean, there's no time for regrets or something. Need to keep on going and we will find that fish that we need. Ja, Tränen wegwischen, weiter angeln, aber tut weh. Kleiner, aber ist egal. Ist Fisch. Oha. P3. 24, der tut eh nichts zur Sache. Wir brauchen die doppelte Größe. Die doppelte.
Schwierige Phase auf allen 6 Booten. Mace und Bullseye fangen nicht die nötigen Größen, Finval die falschen Fischarten, Abo hat Ärger mit einem Schnurbruch und bei B1 und Elex gab es schon länger überhaupt keinen Biss mehr. Ja, alles wieder gerickt. Mental bin ich nicht ready, aber das Gerät ist wieder ready. Muss schon zugeben, es ärgert mich, weil auf die Art und Weise Fische zu verlieren ist ein absolutes No-Go für mich. Ich verstehe es auch nicht, kann es mir noch nicht so richtig erklären. Es ist halt diese 2 Stunden, wo die Hechte noch gut beißen morgens, wo man den Superfisch fangen kann. Ich meine, man kann immer fangen, aber jetzt morgens ist die Chance halt am allerhöchsten. Deswegen knalle ich halt den großen Köder hier auch durch. Dann kommen diese 2 Bisse. Der eine, der hing ja gar nicht und der andere irgendwie rübergeschoben, keine Ahnung, weg. There will come another one. Wenn da ein so ein Kalb rumsteht, dann auch noch ein zweiter. Come a bigger one. We don't need that one. Hoffentlich kein Wolfsbarsch. Doch, ich glaube ja, es ist schon was hochgekommen. Das ist doch nicht wahr. Ja, wir müssen hier weg. Hier gibt es eine Wolfsbarsche. Das ist eine Aaland. Was ist denn hier los? Das ist doch nicht wahr. Kinders, ey. Ich sehe nichts. Ja. Alter, die haben auch Dampf, ne? In the net. Das ist auch ein Barsch. Ja, jetzt haben wir die Fully Full Card. Ja, ja. Was soll denn das? Profis sind wir. Doch nicht deinen ersten Wolfsbarsch gefangen. Schade, Martin. Nein, 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 ey. Aber der will weg. Ja. Was soll man sagen? Ab ins Wasser. Ab ins Wasser. Zeit ist Fisch und wir brauchen andere. Ey, wir machen jetzt noch 10 Minuten hier. Wenn noch mal was anderes kommt. Ja, wenn gleich der Spiegelkarpfen einsteigt, machen wir uns davon. Das ist... The tide is higher than when we come last time. Yeah. No, it's a long run for. But it's the only really safe first place. You see here, only one bite in nearly 2 hours. Yeah. I think we move to the river. Fisch. Aber auch nichts. Nichts, das uns was bringt. Ja? Bringt uns nichts. Ist größer als 24 auf jeden Fall. Ja, aber. Ja, wir haben noch einen 24er Barsch, haben wir auch noch.
den wir noch austauschen können. Petri, Herbert. Aber der war mit Gummifisch jetzt. Ja, darum sage ich, Scheid und Rick geht beides. 25,5, 26. Fisch. Kleinerer, aber Fisch. Vielleicht schon wieder 28. Geht langsam. Ja, schon gar 29 von so. Petri Eil. Petri, Dank. 28. 28 sind 56 Pünktchen. Wieder rein damit. Die Searchen zum Regen ist einfach ein Träumchen. Kann man so sagen. Vorfach ist noch gut, aber wir fischen hier sehr grundnah, hart über die Steine und Muscheln, immer mal wieder kontrollieren. Weiter geht's. Auch wenn die Barsche noch nicht die gewünschte Größe haben, ist dieser wieder ein kleines Upgrade. Einen Barsch braucht auch Ilex noch für die Fullcard. Dafür sind sie nun in die Meerwede hochgefahren, wo das Barschangeln in der Vorrunde sehr gut funktionierte. Big perch. Okay, man. Good job. Good job. Whew. Big perch on the Rockstar. All time you put it on my seat. I smell fish when I come back each time. It's a 40 on the new Rockstar by Ganki. It's 40,5, so it's 41. Da hat sich die lange Fahrt ja gelohnt. Gail hat gleich beim ersten Wurf den einen Fischer Barsch fangen können, den wir so dringend brauchten, um unsere Karte voll zu machen, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass hier noch mehr rumschwimmen. Deswegen versuchen wir jetzt noch 1, 2 schöne Barsche zu fangen. Ein klasse Barsch für Gael, Fullcard und ein großer Tabellensprung für Ilex. Es geht von Platz 5 hoch auf Platz 2. Die Euphorie ist so groß, dass Gael beim Folgefisch kurz die Regeln vergisst. It's not a big one. It might throw the... Oh no, we can do this. No. That's 10 minutes, Gail. 31. So sorry, man. Ja, der Fisch kostet uns 10 Minuten. That's 10-minute fish. Yeah, shit happens. It's fishing, eh? So sorry. 2 casts, 2 fish, but. No. So let me introduce you the new Rockstar. We make a goby. The shape is really like goby. We make some brown on dark color. This bait is moving a lot of water. So you've got a good tail. You have really a good feeding action if you are fishing for vertical, for Zander, for example, or in linear fishing like this. And it stays on the bottom like this. The first perch that I caught, take it really on the bottom. And you need to really shake it just quickly like this on the bottom. Another detail that we made called the sugar belly concept that you found, for example, on the bullfrog, and you will find it in some new lure this year in the pacemaker, for example. You can put the attractant in it, and like this it's hold more longer, and the fish takes the bait better in the mouth like this. So this is the sugar belly concept. You will find lots of new lures that we work on it with this concept. Der zweite Barsch bringt keine Punkte, sondern lediglich 10 Strafminuten. Doch immerhin kann Gael die Zeitstrafe nutzen, um seine Köder sorgfältig zu präparieren. Einen guten Barsch braucht auch Abu Garcia zur Verbesserung des Scoreboards unbedingt noch. Ja, ein bisschen was von Dustins Glück brauchen wir jetzt. Ja. I'm afraid to hook set now, you know? Nah, don't do that. You need to be confident. You caught thousands and thousands of pikes. I know. This way, so. Super small perch. Yeah. But anyway, we have to net it, so that's it. Thank you. There it is. Again, a really small perch. This one is 30. Approved. So
few extra points. 30 centimeter perch. Oh, and we have a fish on, big fish. Let's release this one and I will be ready. It's a meter pike. It's a meter pike. Big pike. Okay, I'm ready. Maybe it's a meter pike. Let's see. I am ready. Oh yeah, that's a good fish. Bring it to me. It's a good fish, not a huge one. No, but we need this one. But what we need? We need this one. I'm ready. Yes, sir. Ah, yes. This feeling. We needed this. Yeah. We needed this. I mean, we are on the spot. Yeah. We find the fish. We have some bad luck, and all of a sudden, 2 bites, 2 upgrades. Good job, man. Hey, okay. Keep the faith. Oh, mein Herz. Ich kann nicht mehr. Heute Morgen war ich gar nicht aufgeregt, aber jetzt bin ich so nervös, weil ich diesen Fisch gerade verloren habe. Das war so unnötig. Oh, wieder gut gemacht, Kumpelchen hier. That's a good fish. Vielleicht war das sogar der gleiche, aber das ist genau die Größe. Ich glaube, dass das genau der gleiche Fisch ist. Wisst ihr das? Genau der Platz, exactly genau der Spot. It's like maximum 10 meter off, ja, huh? Something like that. Das muss er sein. Das muss er sein. Das muss er sein. Okay, ich habe ihn wieder geholt. 90%, dass das der Fisch ist. Genau die Größe, genau der Spot. Anderer Köder. Oh, guckt euch mal, good fish. Wie fett der ist. Boah, geiler Hecht. Richtig geiler Hecht. Okay, ich werde ihn einmal rüberholen ins Wasser. In Ruhe abhaken. Oh Gott. Bin ich froh. That feels good. Ja. Oh, Beast Paddle Tail. Okay. Oh. What a fish. Look at that. Good job, man. Oh, Gott sei Dank. Bin so happy. Oh, das hat mich zurückgebracht. Zurück auf den Planeten. Yes. Von der Frustration zum Glück. Ein paar Würfe später. Oh, der Fisch. Ich bin mir so sicher, es ist genau der. Genau Crazy. der. Krass. Okay. Alles ist das gut, die werden den Köder los, ne? Okay, you focus on the mouth. 98,5. 89,5, 98,5. Ja. Also 99 points. Also 99 Punkte. Good job. Ui. And most important, Mojo is back. Ja, und den Fisch gerettet. Ja. Oh, man denkt ja dann doch, hat er vielleicht den Köder im Maul oder sowas. Ja. Oh, die werden ihn immer wieder los. Das ist so krass bei den Hechten. Gott sei Dank, ey, bin ich happy. Bin ich happy. Der war so wichtig für die Emotionen, die hier in mir vorgingen, die letzten 10 Minuten, die möchte keiner haben. Im Turnier, dass so ein Fisch einfach abreißt aufgrund von Materialfehler, das hätte ich mir nie verziehen. Also da hätte ich mich so drüber geärgert noch im Nachhinein. Und es freut mich unglaublich, dass der Fisch dann doch noch rausgekommen ist. Wir sind echt noch mal genau darauf gefahren, genau den Platz, genau das Eck und der beißt noch mal. Oh, das ist so geil. Also das erleichtert mich unglaublich. Vor allem, dass es dem Fisch auch gut geht, ne? Wenn man da irgendwie denkt, da ist noch der Köder im Maul und oh nee, ich kann sowas nicht. Das belastet mich, da denke ich noch wochenlang drüber nach und der Druck ist jetzt weg. Jetzt ist wieder alles geresettet, jetzt bin ich auf 0 und jetzt kann ich weiter angeln. Schöne Grüße an meinen Kumpel Sven Müller von Cederoth. Das ist ein sehr guter Angelfreund von mir und der hat mir diese Pflaster gegeben und der Hecht hat mir gerade einen Zahn reingeballert. Und das Gute an dem Zeug ist, das ist wasserfest. Das heißt, ihr wickelt das einfach rum und dann könnt ihr damit auch bei Regen weiter angeln. Das hält jetzt den ganzen Tag und stoppt die Blutung. Und ja, echt ein gutes Zeug. Als Hechtangler empfehle ich dieses Wickeltape. Es ist lebendrettend. I think that's the reason for a little bit of bad luck. But anyway, we got the Mojo back. And this is good sugar rush, protein. I don't know what's in there, but I like bananas. So. Vitamin K. Vitamin K? Yeah. What's that? Well, good stuff. Makes you catch a big perch if you eat enough from it. Vitamin P, perch.
Boah, ist ja stark. Soll ich keschern? Ja, na, könnte wirklich eine Verbesserung sein. Ja? Vielleicht eine ganz kleine. Boah. 2 cm reicht. Oh ja, doch, das ist eine Verbesserung, glaube ich. Ist halt schön. Ja, eventuell ist das unsere Verbesserung auf 800 Punkte. Wir wissen nicht. Ach, wir müssen aufpassen, unser Kescher hat einen Cut. Was? Unser Kescher hat einen Cut. Wo? Da, wo der Fisch rausschaut. Oh. Wir sind vorne dran. Wir haben. Wo sind wir? Punkt 78, Tim? Ja. 78? Punkt 78, ja. Dann haben wir 800 Punkte. Das sind unsere 2 Punkte, die wir benötigt haben, um die 800 Punkte zu knacken. Wow. Wenn wir uns nicht verrechnet haben. Wenn wir uns nicht verrechnet haben. Wir rechnen gleich noch mal kurz nach, aber falls, dann haben wir unser persönliches Ziel erreicht. 800 Punkte im Wettkampf. Crazy. Ach, meine ganze Hand blutet leider schon wieder. Der Kollege darf zurück. Und weg. Reicht ja nicht, dass die Hand schon zerkattet ist. Jetzt ist die nächste hier noch, aber der ist zum Glück nicht so schlimm. Auch wenn Felix und Dustin das mit dem 2 cm Upgrade richtig gerechnet haben, verpassen sie die 800 Punkte, zumindest mit diesem Fisch noch hauchdünn. Doch lasst euch das trotzdem mal kurz auf der Zunge zergehen. Rund 800 Punkte bei 8 Wertungsfischen, also 100 Punkte pro Fisch. Wie krank ist das bitte? Wieder auf meinen geliebten Warrior Chatterbait, Prototyp von Nace, getrailert mit dem Predator in 3,5 Inch, sogar nur ein 3/4 Köder. Ich habe den ein bisschen abgeschnitten vorne. In C01, eine meiner absoluten Lieblingsfarben. Kurzes Niti vorgeschalten, dann nochmal 2 Meter Fluorcarbon. Niti, absolut mein Lieblingsmaterial. Dustin hat mir das vor kurzem näher gebracht und seitdem Hammerzeug, einfach Hammerzeug. Die Hechte scheinen nun insgesamt wieder ziemlich in Beißlaune zu geraten, denn nach Abo und Nace biegt sich auch bei Finnwal eine Route wieder ziemlich kräftig. Ist ein Fisch. Ich dachte gerade, ey, was machst du da? Ich war mir nicht sicher, weil der nichts gemacht hat. Gar nichts. Gut. Der hat nichts gemacht. Dann könnte es auch ein Wolfsbarsch sein. Ich vermute eher ein Zander. Ich habe geankert, ne? Achtung. Oder ein Hecht. Er hat echt am Anfang gar nichts gemacht. Gar nichts. Wuhu! Boah, Alter! Ich gehe wieder an die Seite. Boah, was ist denn das? Oder ist ein guter? Ich sag nichts mehr. Eieieiei. Meerforelle. Ja! Ja, ja, ja! Good job! Nerven gekostet, der Nice! Bengel, ey. Hui. Hui, hui, hui. Du bist der Hechtman. Hechte kannst du. Hechte kann er. Komm. Ich habe jetzt große Köder geworfen. Martin hat einen kleinen Jigspinner dran und fängt solche kapitalen Fische. Jawohl. Oh ja, Baby. Das sind nochmal schöne Punkte. Ja, warte mal. 98. Ja. So, die schöne Dame ist auf den Jigspinner eingestiegen. Erster Wurf übrigens damit. Ich dachte erst, es könnte ein Krautbusch sein, weil erst gar nichts passiert ist. Auf einmal hat sich das Kraut aber gewehrt. Und ja, jetzt kam ein schöner 98er Pike raus, den wir jetzt davon ziehen lassen. Ja, der Tag ist noch nicht alt. Wir haben es gerade mal 10 Uhr. Wer weiß, was noch kommt. Ja, das könnte auch eine Aufwertung sein. Auch das. Ah, mein Schienbein. Mein Schienbein. Oh, auf Sicht. Auf die Schockfarbe. Ja, ich habe noch nicht mal meinen Köder vom Kraut vom Hecht gerade befreien können. Da steigt der nächste Fisch bei Simon ein. Chaos. Also jetzt müssen wir uns erstmal hier sortieren. Aber die Schockfarbe hat geliefert. Simon, ankerst du mal? Hab ich schon. Hast du schon. Das ist eine Aufwertung. Das ist eine Aufwertung. Geil, ey. 81. 81 hat er. Müsste eigentlich fit sein, weil er nicht lange draußen war. Ja, und ihr seht, Schockfarbe
Strike Pro, Pigshed, danke Team CVC. Eure Köder funktionieren auch in dieser Runde. Wäre jetzt natürlich cool, wenn ihr jetzt mal den Spielstand hier einblenden könntet. Dann könnte Simon und Martin sich mal Gedanken machen. Wir sind hochgradig professionell unterwegs. Wir wissen gar nicht, was wir jetzt upgraden sollen. Aber ich glaube die Barsche, oder? Kein Problem, Martin. Wir helfen gerne. Der 98er Hecht ersetzt einen Zander vom Vortag und der 81er einen Artgenossen von 72 cm Länge. Finnwal kann ruhig weiter auf Hecht fischen, denn ein 73er Pike ist nun ihr schwächster Wertungsfisch. Ob Martin und Simon hier noch ein entscheidendes Upgrade gelingt und wer YPC Boat Champion 2022 wird, seht ihr in der alles entscheidenden Folge am kommenden Sonntag ab 18 Uhr. Eins können wir schon jetzt versprechen. Es werden nochmal richtig große Fische zu sehen sein. Bitte lasst uns für diese Folge ein Like und einen Kommentar da und supportet die Produktion gerne, indem euer nächster Kauf von Angelequipment bei uns im Online-Shop stattfindet. Ciao!